Alrighty then und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget auf EU4. Gucken wir uns eine weitere Folge Players to Watch an. Vorab möchte ich sagen, der Server ist jetzt roundabout 24 Tage alt. Wenn ihr das Video seht, vielleicht 25. Und die ersten Spieler haben Level 300 gehittet. Waze aus der Singularity Free to Play 307 als Kundschafter Mitsuri und Freya als Dämonenjäger 300 bzw. 301 und McFit aber auch als Krieger 301 und ein paar andere stehen in den Startlöchern. Ich denke mal, spätestens zum Legi-Dungeon wird da auch noch mal ein bisschen was passieren, aber GZ auf jeden Fall an die Leute an der Stelle und ja, bei den Raids, bei den Gilden ist es noch nicht aus. Ja, die Raids müssen noch gemacht werden, deshalb GZ an die Man Group. Erster Platz sind aktuell. Ja, und den Anfang macht wieder unser lieber Einsamer und ja, irgendwas fällt auf, wenn ich mir den Char im Vergleich zum letzten Mal angucke. Da fällt mir doch wirklich einfach auf, dass er, ja, ich glaube, er hat eine andere Frisur, eine andere Haarfarbe. Ach nee, das kann auch daran liegen, weil mein anderer Monitor viel blasser ist als mein Hauptmonitor. Der Liebe hat einen goldenen Rahmen gebeilt. Ja, natürlich Free-to-Player spielt, ganz klar. Mein Leader hier noch aus der Gilde. Der Assassine hat 26 Level gemacht in den Tagen, also nochmal ordentlich vorgepusht. Er ist im Rang im Moment ein bisschen weiter hinter als zuletzt, aber trotzdem auf jeden Fall ein guter Verfolger-Char. Er hat auch einiges hier in den Runen gemacht, also er hat ja bei mir letztes Mal, glaube ich, den Tipp bekommen, dass sich der Assassine lohnt, auf 2 verschiedenen Runenarten pro Waffe zu spielen. Denn durch das Wechseln auf den linken Slot wird auch immer der jeweilige Elementarschaden gezogen. Und gerade wenn man ja, Dungeons legen muss, die alten Widerstand haben, ne, ist es natürlich sehr von Vorteil, wenn man einfach nur die Waffe wechseln muss. Das ist ziemlich nice. Ansonsten hat er sich auch nochmal relativ neu equipped im Großen und Ganzen. Wir sehen auch die ersten Attributierungen über die Schattenwelt, über die Schattenwelt bin ich dumm, über den Schmied. Da ist natürlich die Frage, ob vielleicht noch mehr Ressourcen möglich sind. Also da kann man natürlich noch mal ein bisschen was an Stärke reinholen. Da ist auch weiterhin, dass er hier die Werbung drin hat, definitiv. Creator Codes sind wichtig, wenn ihr Pilze kauft. Jetzt ist der legendäre Dungeon, beziehungsweise startet der legendäre Dungeon und es startet auch Shakes and Fidget Geburtstag. Wahrscheinlich wird er beim nächsten Wochenende, also jetzt im kommenden Wochenende, keine Pilzaktion dabei sein. Die wird höchstwahrscheinlich dann erst zum Wochenende darauf kommen. Also zumindest habe ich in der Preview nichts gesehen. Das heißt jetzt nicht, dass sie nicht stattfindet. Wir werden vielleicht am Mittwoch, also einen Tag nachdem ihr das Video hier seht, erfahren, ob es vielleicht sogar auch schon irgendwie eine besondere Aktion gibt. Und ja, trotzdem aber auf jeden Fall guter Progress. Das SA übrigens auch nochmal viel besser. Also da braucht man überhaupt gar nicht meckern. Kommen wir zum Anfänger Huhn, der nach wie vor bei den Kampfkeksen ist. Er hat auch fast 20 Level geschafft, ist jetzt 76. Vielleicht hat er das Petness schon bekommen. Wenn nicht, würde er das bestimmt bald bekommen. Dann gibt es auch mal langfristig einen schönen Attributsbonus. GZ auf jeden Fall dazu. Vielleicht auch schon den Dungeon Key bekommen. Um weitere Dungeons zu legen. Schöner Progress hier als Free-to-Play-Spieler. Im SA hat er auch 6% gemacht. Er hat jetzt schon über 1129 Bildchen. Das heißt, bald, wenn du Stufe 85 wirst, kannst du in der Festung den Heiligen Gral erspielen, in der Gem Mine. Egal welches Level. Du musst halt 85 sein und du musst mindestens 1000 Bildchen haben. Und das hast du dann. Und dann kannst du über den Heiligen Gral noch viel besser SA-Angriffe machen. Das wird nochmal richtig spaßig. Ich denke, bei der nächsten Players to Watch würde das definitiv geschafft haben. Dann kommen wir als nächstes zu Casey Ryback von Outer Banks. Er hat von 249 auf 273 hochgelevelt. Das SA gepusht von 72,7% auf 82,48%. Tränke sind am Start. Skills erheblich verbessert in jeglicher Hinsicht. Also ich sehe da über 1000 Skills, jeweils mehr. Er ist und bleibt ein Top-Job auf dem Server, ja, rangtechnisch in den Top 20 nach wie vor drin. Definitiv stark, wie er weiterhin durchzieht. Und ja, ich glaube in der Gildenbeschreibung, da gibt es nichts Neues. Oh, kann ich nichts sagen, nichts meckern. Also hier vielleicht natürlich
zwecks Ressourcen die Frage, aber ich meine, der Server ist halt auch noch nicht mega alt, ne? Das muss man auch mal sagen. Ich vergesse das so ein bisschen immer. Schadensbonus sieht schon ganz lecker aus, also ja, gut, die Waffe hat nicht so eine fette Spanne, aber ich denke spätestens da auch wird beim Legiban schon ordentlich geballert. Als nächstes kommt Cataleya, hat von 44 auf 59 hochgespielt und hier muss ich mal tatsächlich sagen, der Char sieht jetzt deutlich stärker aus als vorher. Denn natürlich, über die Zeit sind jetzt hier einige Innensteine hinzugekommen. Also auch Ausrüstung wurde nochmal getauscht, wo kein Slot ist. Zum Beispiel sehe ich hier, vorher war hier ein Epic drin. Hat man zugunsten des Slots getauscht. Das ist richtig so. Definitiv macht es Sinn. Der Char hat mehr als das Doppelte an Intelligenz und fast das Doppelte an Ausdauer. Gut, damals war kein Ausdauertrank drin. Trotzdem sieht das nice aus. Und hey, immerhin, zum ersten Mal hier mal auch wirklich bei Cataleya nochmal ein schöner Sprung im SA. Natürlich kann man jetzt sagen, 18% ist immer noch nicht viel, aber trotzdem von 11% auf 18%, das ist ein guter Progress. Bitte weiter so, bitte weiter so. Spielt auch nach wie vor bei den Creepers, also gibt es da gute Gildentreue, finde ich immer sehr schön, wenn das klappt. Und natürlich, schauen wir hier nochmal rein, steht hier nochmal was da. Nee, was war denn für 5 HK recht? Das ist okay. Das ist okay, würde ich sagen. Und als nächstes kommen wir zu Chaos. Chaos war damals Level 71, ist jetzt Level 105. Da ist also auch extrem viel passiert. Er wirkt jetzt vom Rang her, anders, zum Beispiel Cataleya auch vom Rang extrem weit nach vorne gekommen. Aber Chaos wirkt jetzt vom Rang nicht ganz weit vorne. Aber ihm fehlt jetzt, glaube ich, auch gerade eine Stärkewaffe. Trotzdem ist er natürlich deutlich stärker. Auch hier sehe ich einige neue Items mit Slot, die vorher keinen Slot hatten. Und vor allen Dingen ist jetzt der legendäre Stein in der Waffe drin. Ich glaube, das war damals irgendwo hier im Hut drin. Und es gibt natürlich nur den einen bisher. Aber schön, dass er das jetzt ändern konnte, dass er da eine passende Waffe auch gefunden hat. Chaos, also vom Level her extrem gut dabei. SA muss man sagen. Beim letzten Mal gab es fast 10% Push. Jetzt waren es immerhin 7%. Auch das ist okay. Von 24 auf 31. Aber hier ist natürlich jetzt der Unterschied zum Anfängerhuhn zum Beispiel. Cataleya, bei Cataleya natürlich auch, aber Chaos, der braucht noch einige Bilder, bevor er überhaupt den Heiligen Gral finden kann. Und das heißt, der kann der Anfängerhuhn halt aufholen durch die Vorteile im SA. Ne? Also das sollte man versuchen, wenn es geht, schleunigst zu bereinigen, damit man dann den Heiligen Gral finden kann. Das wäre jetzt so mein Wunsch an Chaos, dass er das schafft. Aber 105 im Übrigen Arena Manager. Ja, viel Spaß. Und als nächstes haben wir den oder die Gimli. Ja, Gimli jetzt nicht verwechseln mit dem Charakter aus Harry Potter. Jetzt ernsthaft Harry Potter gesagt? Herr der Ringe. Denn Gimli ist neu dabei. Bei den Players to Watch. Was fällt auf? Gut, nicht alle Items haben Slots hier, aber erheblich auf Stärke. Hier geht es, also ich glaube fast alles ist auf Stärke. Wobei die Skills relativ ausgeglichen sind. Also, ne? Und Gimli kommt aus der Order 66 und meldet sich hier mit fast 70% SA. Das ist solide. Auf jeden Fall für das Level definitiv. Rangbereich 462, also auch ein gutes Verfolgerfeld. Ja. Und was sehen wir denn noch? Deutsch, German und alles auf 10. Das ist wichtig. Leute, macht alles auf 10 wenigstens. Auch wenn ihr die Gemmine farmen wollt und sowas. Auch bitte auf EU5. Spielt die Festung so schnell wie es geht auf 10 und ballert. Aber auch alles auf 10. Also hier Woodcutter's Heart and Quarry auch auf 10. Das müsst ihr machen, damit man, wenn man euch farmt, auch ordentlich Steine und Holz generieren kann. Ja, also das sind, glaube ich, fast 10.000 Holz und fast 3.000 Steine oder sowas, die man kriegen kann, wenn jemand mit Festung 10 jemanden angreift, der auch Woodcutter auf 10 hat oder Quarry auf 10. Also das ist schon erheblich wichtig, Leute. Macht das. Also Gimli hat sich eingeführt in die Players to Watch. Ich kenne jetzt natürlich den Kostenpunkt nicht und ich kann jetzt auch nicht einschätzen, inwieweit der legendäre Dungeon gespielt wird. Aber wir werden nach dem legendären Dungeon natürlich wieder eine Players to Watch machen und auch dort werden wir feststellen, wer sich mit Legi-Items eingedeckt hat und wer vielleicht dann auch schon den einen oder anderen Legi-Stein geholt hat. Also spätestens nach dem legendären Dungeon ein paar Tage,
nicht viele Tage nach dem legendären Dungeon. Denn der nächste Part, da werden wir auch sehen, wo sich dann Gimli weiterhin einordnet. Ja, als nächstes kommen wir zu Magfit. Magfit haben wir natürlich schon gesehen, also ich habe ja beim letzten Mal gesagt, er muss durchziehen. Er hat nicht nur durchgezogen, er hat nochmal einen Gang hochgelegt. Er ist über 300 gekommen und das ist jetzt zwar kein Kriegerrekord, aber es ist trotzdem eine verdammt krasse Leistung. So ein Krieger, das ist halt wirklich auch nicht günstig, muss man sagen. Hat jetzt hier einige Content Creatoren erwähnt, also die er irgendwie feiert. Das ist sehr geil. Und also Top 4, also es ist einer der Top-Charts. Also er war schon immer in den Top-Charts dabei, aber er hat sich hier wirklich nochmal auch vorgearbeitet. Und das Ding ist, er hat das jetzt halt gemacht. Es ist jetzt schon immerhin Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Also die Spieler haben natürlich noch ein paar Level Zeit, aber wenn er dann auch gleich mit dem legendären Dungeon anfängt und sich dann die Legis holt, dann hat er natürlich nochmal einen schönen Item-Level-Vorteil. Vielleicht auch gerade noch Toilette ein bisschen hochgepusht oder sowas. Arena Manager hat er ja auch hier schon 16% drauf, 3% Hitpoints. Das ist schon schmackhaft. Und man sieht hier zum Beispiel auch, dass er natürlich gleich auch ein paar mehr Ressourcen-Upgrades gemacht hat. Also ist klar, er kann bessere Ressourcen farmen. Das heißt, er kann sich weiterhin Vorteile erspielen über Pay-to-Win. Es wird zwar alles nicht unbedingt günstiger, muss man dazu sagen, aber es wird umso schwieriger, ihn zumindest kurz- und mittelfristig einzuholen. Ja, von den Skills hier über 2500, also wenn das so weitergeht, könnte ich mir vorstellen, dass der bald, wenn wir dann das nächste Mal die Players to Watch haben, vielleicht auch schon bald auf die 3400 Skills geht. Also über 3000 würde ich erwarten. Schauen wir mal, wie es dann aussieht. Aber echt Hammer, was der hier spielt, Magfit. Also krass. Aber die Players to Watch sind natürlich nicht nur für die krassen, guten Pay-to-Win-Spieler, sondern auch für die Free-to-Play-Spieler, wie wir schon einige gesehen haben, oder auch für die Projektspieler. Neo zieht weiterhin durch und er ist kurz vor Level 100, 24 Level hat er gemacht. Übrigens, Magfit war 264 so vorne, also fast 40 Level. Das ist so krass, also auch noch wirklich nochmal krass. Und Neo macht hier weiter, wo er aufgehört hat. Hat auch ein bisschen SA farmen können, auch nicht ganz so viel. Er hat sich jetzt auf 877 Geschick hochgeskillt. Der Rest ist alles mit 0,25 Silber am Start. Und ich sag mal, mit so einem Geschickwert, da kann man schon fast versuchen, die letzten Dungeons zu clearen. Ich denke mal, über Free Tries oder sowas, da geht schon ein bisschen was. Wenn auch natürlich die Waffe vielleicht noch nicht den Durchschnittsschaden hat, den sie bräuchte aufgrund des Levels. Er ist eben kurz vor Level 100, das heißt Toilette kommt dann bald und eben auch bald der Arena Manager, das ist natürlich mega wichtig für sein Projekt. Neo bei der Guild of Freedom zieht durch. Kommen wir als nächstes zu Nocto. Und Nocto hat so ein bisschen das gemacht, was ich beim letzten Mal gesagt habe, denn es war ja Epic Event. Er hat sich auf jeden Fall ein bisschen umgerüstet mit den Epics und hat es geschafft, über 200 zu kommen. Es war ja definitiv drin. Es war vielleicht auch nicht ganz so teuer. Nocto ja bei der Man Group dabei, die aktuell Rang 1 ist, wie wir gesehen haben. Er hat auch weiterhin SA gepusht, über 3%, fast 3,5 hat er geschafft. Und grüßt mich hier, liebe Grüße zurück. Kosten sind nicht aktualisiert worden, also wahrscheinlich musste er gar nicht mehr aufladen. Das passt. Nocto hatte mir übrigens auch Fights geschickt gegen einen anderen Spieler, aber die konnte ich leider irgendwie nicht mehr richtig gut öffnen. Also, weil ich das beim letzten Mal auch erwähnt hatte, dass er da 10 Fights macht. Ich muss mal gucken, ob das noch irgendwie klappt, dann kann ich das nachzeigen. Trotzdem vielen Dank, dass er mir das geschickt hat. Ich glaube, auf Instagram war das. Das Problem ist halt natürlich auch, auf Instagram ich bin halt auf meinem PC nicht auf Instagram und ich weiß nicht, ob es da einen Formatfehler gab oder sowas. Versuche ich nochmal rauszufinden. Nocto spielt also weiterhin im guten Verfolgerfeld mit. GZ an das Achievement über Level 200 zu kommen und er hat natürlich nicht überall Epics drin. Also kam vielleicht hinten raus dann gar nicht so viel. Muss jetzt auch mal schauen, dass zum Beispiel so ein Schuh hier natürlich auch nicht wirklich mega aktuell ist. Die meisten anderen Epics, hier sieht man den Unterschied, 247, das ist relativ frisch, vielleicht aus einem Dungeon. Die Waffe ist sehr lecker prinzipiell. Je nachdem, wie er Bock hat, kann er natürlich im Legi-Dungeon da auch nochmal holen. Also ich denke,
ein weiterer Push mit besseren Items bis zu 220, 225 ist möglich. Aber es kommt ja immer auch auf die Pilze drauf an, die man hat. Das weiß ich nicht. Deshalb ist es jetzt keine Bedingung. Ich glaube, Rico war der Gegner von Noctu, den ich mir ausgewählt hatte damals. Und die waren nämlich vom Level gleich auf. Jetzt muss man aber sagen, dass Rico eben dann doch ein bisschen weiter gepusht hat auf Level 235 über das Epic Event. Also er hat wahrscheinlich hier auch relativ aktuelle Epics drin. Ja, also ein sehr altes. Der Rest ist ein bisschen aktueller. Und dann auch nochmal ganz neu. Also die kleineren sind, glaube ich, aus dem Epic Event. Und das eine, oder auch die Waffe, glaube ich. Oh ja, die ist krass. Die ist sehr krass. Hat er sicherlich dann später nochmal bekommen. Er hatte bis A8% gepusht, also ist richtig nach vorne geprescht. Das sieht man auch im Rang. Er hat seinen Rang gefühlt halbiert. Rico von der Order 66 macht dem Assassinen alle Ehre. Und das Gute ja eben beim Assassinen ist, man muss den legendären Stein nicht in die Waffe reinballern. Arena Manager und auch Schmied-Upgrades. Das ist jetzt Programm. Viele Dungeons gehen vielleicht nicht mehr vom Legi-Dungeon, aber mit dem Legi-Dungeon könnten wieder weitere Dungeons funktionieren, nochmal ein paar Level gemacht werden. Es ist alles möglich. Ja, eigentlich wäre jetzt Tia dran gewesen. Tia hat sich aber leider gelöscht. Also entweder hat die Freundin wirklich keine Lust mehr gehabt aufs Game oder es hat zeitlich einfach nicht gepasst oder sowas. Ich hoffe, dass aber das Pärchen an sich wohl auf ist und dass es da keinen Stress gab wegen dem Spiel. Deshalb, nun Vadash Goblin. Vadash Goblin is still at Thunderstorm and he made a lot of levels as well. So he was 141 before, he's now 219, and he developed his scrapbook very good as well because he was about 69% and now he's 76. So skill-wise, level-wise, and in total, he is stronger now than Noctu as well. He is not that strong as Riku, but it's a little bit closer than before. And so with his rank, he also improved. And well, I saw that maybe he stopped doing YouTube because I actually wanted to watch the content and the description got changed. So I don't really know what is it all about, but he's supporting Thunderstorm, he's supporting Zombie in a very good way. And he seems to stay strong. Und als letztes haben wir Xandalf hier, den tendenziell stärksten Free-to-Play-Spieler aus meiner Players to Watch. Xandalf hat mir erzählt beim letzten Mal, dass er aus Versehen den Legistein verkauft hat. Das ist natürlich ein richtig witziger Fail als solches, aber er hat prinzipiell recht. Dadurch, dass man natürlich im Level steigt, ist er schnell outdated. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass er eine Epic-Waffe drin hat, die sehr geile Spanne hat, aber hier jetzt so einen Legistein, so, der vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, was haben die jetzt für Werte hier, 177 bis 220, also so der 200 gehabt hätte vielleicht so in Stärke und Ausdauer, das schmerzt dann schon, wenn man das so sich ein bisschen vorstellt, ja. Xandalf hat aber echt gut auch wieder gelevelt. 53 Level hat er geschafft zum letzten Mal. Er hat auch sich in den Skills deutlich verbessert. Ihm fehlt zwar jetzt ein etwas besserer Ausdauertrank, aber immerhin hat er Lebenstrank gerade dabei. Ein paar Glückssteine sind mit bei. Also von den Steinen eigentlich schlechter, also von der Art der Steine schlechter als beim letzten Mal. Trotzdem deutlich stärker. Er hat ja auch ein Schild, den muss ich mal angreifen, Kollegen hier. Dankeschön. Und wo ist er denn? Und er hat ja auf jeden Fall die 90 Dungeons geklärt. Wäre es vielleicht sogar jetzt auch schon im Twister unterwegs. Und man sieht die Sachen hier nicht mehr, wenn sie schon freigeschalten worden sind. Auch Schattenwelt bald möglich. Also man kann sich vorstellen, dass er beim nächsten Mal auch wieder gut im Level ist, wenn dann das ein oder andere. Gut, bei Schattenwelt vielleicht noch nicht, weil man ja auch die Begleiter nicht so gut leveln kann. Das ist die Frage, was der Free-to-Play auch im Legi dann schon rausholen kann. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren, was dort rauskommt. Und also ich würde es ihm schon gönnen, wenn er hier einfach einen Legistein drin hätte. Ich denke, vielleicht würde dann sogar noch ein Dungeon gehen. Das ist schon irgendwie so ein bisschen bitter. Aber hey,
das war die Players to Watch für jetzt. Wie gesagt, beim nächsten Mal schauen wir nach dem legendären Dungeon, was sich getan hat. Ich selber werde auf dem Server auch den ein oder anderen Run machen und hoffe natürlich auf eine Waffe. Also meine Waffe ist jetzt wirklich sehr alt. Top-Barden habe ich aufgegeben. Im Moment bin ich noch dritthöchster am Level. Mal sehen, wie sich die Verhältnisse im Legi-Dungeon dann ziehen, ob andere auch gut pushen oder eher nicht. Da kann ich noch mal ein bisschen vorbauen. Aber das war Players to Watch auf EO4. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt mir gerne einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Ansonsten haut rein, macht da Tschüss und Servus. Euer Basti.